Ja, mit diesen ersten ganz kurzweiligen Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Wir sind heute mal wieder im Hamelner Raum unterwegs und ich möchte euch die 3 Wasserübungsplätze der hier stationierten britischen Armee genauer oder etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und wir befinden uns hier an dem ersten Übungsplatz. Das ist ein relativ kleines Areal. Das ist der sogenannte Ohrpark. Und wir haben hier letzten Endes eine klassische NATO-Rampe. Genauere Informationen hierüber erfahrt ihr auf der Seite britisharmyinhameln.com. Habe euch unten in die gelbe Schrift reingesetzt und habe euch auch den Link in die Videobeschreibung gegeben. Da ist jemand, der hat sich hier mit der Geschichte der britischen Armee in Hameln sehr genau auseinandergesetzt und der hat auch diese einzelnen Kasernen und Übungsbereiche und so weiter relativ gut, oder nicht nur relativ, sondern sehr gut dokumentiert. Denn es sind sogar hier einzelne Übungsvorhaben abgelichtet worden. Also ich sage jetzt mal einfach ganz grob, hier war eine Übung am Ohrpark vom 17. bis zum 20. Mai 1984. Dann hat er da das teilweise, also Dokumente drüber, Fotos drüber, da kann man dann genau schauen, mit welchem Material wurde hier gearbeitet und so weiter und so fort. Mich persönlich interessieren diese technischen Belange ja nicht so sehr, sondern mir geht es ja eigentlich darum, die noch vorhandene Struktur zu beschreiben. Ob das jetzt irgendwie Asphalt ist, ob das noch Beton ist, kleinste Sachen, das finde ich alles hochinteressant. Und ja, deshalb fangen wir jetzt mal hier mit der ersten Struktur an. Und wie gesagt, wir befinden uns hier am Ohrpark. Wir haben hier also eine breit angelegte Einfahrtfläche, wie man das so häufig kennt von NATO-Rampen. Und da oben haben wir ja schon mal, das habe ich euch gerade auch schon mal gefilmt, so ein kleine Abstellfläche. Das Ganze ist hier asphaltiert. Hier zur rechten Seite befindet sich noch irgendwie ein Rittergut, dessen Name ich jetzt gerade nicht weiß. Und hier kommen wir dann auch schon in den Bereich dieser NATO-Rampe. Das ist alles mega cool. Und hier haben wir sogar die typischen Sprengschachtdeckel zum Sprengen von zum Beispiel Autobahnbrücken etc. pp. Da habe ich euch auch mal was gezeigt. Da war ich bei dem Sperrmittelhaus kurz vor Fehmarn. Da sah man diese Sprengschächte auch noch, beziehungsweise die waren da schon weggemacht. Die waren auf der Fehmarn-Sundbrücke. Und die haben wir hier auch noch liegen. Und das finde ich schon mal ganz toll, weil da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Das heißt also, die britischen Flusspioniere, die hier stationiert waren und hier auch sehr viel geübt haben, die haben also nicht nur hier die Gewässerüberquerung geübt, die haben natürlich auch das Sprengen von Brücken geübt. Und dann haben wir hier halt diese typischen NATO-Deckel, nenne ich die jetzt mal, wo man diese Sprengladungen einfüllen konnte. Also das finde ich richtig cool, überrascht mich jetzt, dass das hier ist. Tolle Sache. Auch hier dieser Ausblick da auf diese kleine Kapelle, kleinen Pavillon ist sehr schön. Wir haben hier noch Markierungen. Hier haben wir die 132. Mal eben gucken, ob das fortlaufend ist. Hier haben wir nämlich auch noch. Ah ja, guck, hier haben wir die 140. Das sind also Meterangaben, würde ich doch mal ganz stark sagen. Ja, das sind wohl 2 Meter. Die sind, glaube ich, in Metern dann auch alle. Jeder Meter ist eine. Was haben wir hier? Hier haben wir die 128. Nee, das passt nicht. Das sind also irgendwelche anderen Angaben, weil die 128 befindet sich hier. Die 132 ist schon da. Das sind sportliche 4 Meter. Also das ist vielleicht 1,50 Meter. Gut. Ich habe das dokumentiert. So sieht das aus. Hier sind also auch oft Leute mit ihren Hunden, wie man sieht. Wir sehen überall Fußspuren. Wir haben hier dieses typische Pflasterung der NATO-Rampe. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch so einen Verzurhaken. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Solche Sachen wurden dann entsprechend benötigt, wenn man hier mit Pontonbrücken und so weiter gearbeitet hat. Die mussten auch irgendwo arretiert werden, also in irgendeiner Weise
hat das da bestimmt auch mit zu tun gehabt. Ja, und da vorne geht es dann eben rüber auf die andere Weseruferseite. Ihr seht da hinten die Ausfahrt dieser Übungsanlage des Ohrparks. Von hier blende ich euch natürlich auch mal eben eine Luftaufnahme ein, damit ihr seht, wie das halt aus der Luft aussieht. Und das war dann jetzt auch schon die erste Übungsstelle. Wie gesagt, das hier ist eine ziemlich kleine Struktur. Das ist eigentlich nur die klassische NATO-Rampe, wo ich gar nicht erwartet hätte, dass diese Sprengschächte hier auch noch sind. Die anderen beiden Übungsplätze, die sind ein ganzes Stück weitläufiger, ein ganzes Stück größer. Da gibt es verschiedene Eingänge in die Weser und da fahren wir jetzt hin. Also sehen wir uns gleich an der zweiten Struktur. Ja, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend, denn als ich das letzte Mal hierher gefahren bin, da stand das Gelände auf und ich dachte, das steht wohl häufiger auf, weil da vielleicht irgendwo, sag mal, eine Firma angesiedelt ist oder sowas. Das hat sich allerdings jetzt wohl so herausgestellt, dass das hier eigentlich äußerst selten offen steht und man kann es jetzt einfach auch nicht begehen. Ne? Was man natürlich jetzt probieren kann, so in der Theorie, man könnte vielleicht gucken, dass man da rechts umfassend irgendwie an das Weserufer kommt, um dann diesen Platz besser filmen zu können. Das lässt nur meine Zeit jetzt wahrscheinlich gar nicht zu. Ja, wobei, da hinten steht noch, das könnt ihr glaube ich nicht gut sehen, da steht noch so eine Hausruine. Ich glaube, ich werde den Weg noch einmal antreten. Da vorne ist so ein Feldweg, um dann da an das Weserufer zu kommen. Wenn dann von da hinten auch ein Zaun ist, dann ist das aber bei weitem nicht so schlimm, weil man da aufs Gelände, soweit ich das erkenne oder weiß, drauf filmen kann. Würde mir dann auch schon reichen. Wir sprechen hier vom Woodham Park, /Camp oder auch Hart. Das hatte wohl verschiedene Bezeichnungen. Das Ganze findet ihr halt auch auf der Hamelner Army-Seite. Hier wurden auf jeden Fall Ausrüstungsgegenstände gelagert. Also sprich diese Pontonbrücken und was man da alles hatte damals bei den Briten. Da vorne sieht man auch schon eines dieser Lagerhäuser. Das Ganze ist hier, wie ich das richtig gelesen habe, 22 Hektar groß. Und ja, hier waren halt, wie gesagt, diese Gerätschaften gelagert und eben entsprechend auch dieser rechte, jetzt im leider nicht zu sehende Bereich, war dann die Übungsfläche mit den Flusszugängen. Ja, das ist wirklich doof jetzt. Aber wie gesagt, ich fahre einmal da vorne rüber. Ich gucke mal, dass ich da eben eine Runde mit dem Hund gehe. Und vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Eindruck vom Woodham Park. Bis gleich. So, wer sagt's denn? Hier ist diese Ruine, dass mal irgendwie eine Scheune war oder sowas, was landwirtschaftliches. Hier geht ein wunderbarer Weg, geradeaus liegt die Weser. Links das Areal ist der Woodham Park. Und wenn ich das richtig sehe, ich hoffe, ihr könnt das auf der Kamera sehen. Ja, wir haben im Hintergrund ein relativ hohes Gebäude. Davor ist aber noch mal so ein grünes Teil, ein flaches Gebäude. Das müsste auch zu der Ausstattung hier dieses Parks gehören. Ja, ich bin also recht guter Dinge, dass wir da unten, wenn wir in der Weser sind, noch ein paar Sachen sehen können. Und wenn nicht, werde ich euch trotzdem dazu schalten. Also seid mal genauso gespannt wie ich. Ich hoffe, dass das klappt. Ganz da hinten diese weißen Strukturen, das sind alles auch Unterstellhallen von dem Woodham Park. So. Wir sind noch nicht viel weiter gekommen, aber es hat sich diese Perspektive eröffnet. Deshalb habe ich das mal eben hier gefilmt. Lecker Van. Van was in den Hals hinein. Ja, da haben wir noch einen kleinen Erfolg wenigstens. Ich bin jetzt hier einmal rumgegangen am Ufer entlang und siehe da, es ist kein Problem. Hier kommt man von dieser Seite aus aufs Gelände. Werde ich natürlich nicht tun, weil es ist ja nicht umsonst verschlossen. Aber wir haben einen kleinen Blick hier drauf und hier vorne haben wir auch einen sehr großen Aufmarschbereich, sage ich mal. Hier ist eine große Mündung, die da eben in die Weser geht. Ich meine, dahinter sind noch ein, zwei weitere von diesen Strukturen erkennbar. Das blende ich euch auch per Luftbild ein. Habe ich vorhin schon überlegt, was interessant wäre, eigentlich die gegenüberliegende Seite, weil da kommt man wohl auch hin.
Und die ist mit Sicherheit nicht irgendwie abgezäunt oder so. Das könnte man sich mal anschauen. Aber ich habe hier ein Ding gefunden. Hier steht nämlich noch irgendeine Art von Türmchen. Das gucken wir uns auf jeden Fall mal eben an. Das weiß ich auch überhaupt nicht, was das hier sein soll. Ob das irgendwie, ja, wahrscheinlich so eine Art Überwachungsstation für die Übungen hier, dass man da so einen Überblick hat. Gehe ich jetzt von aus, weil es einfach ein bisschen erhöht ist. Die Treppe hier ist auch total zugewuchert. Da wachsen Bäume durch etc. Also das wird hier auch schon Ewigkeiten nicht mehr von irgendwem benutzt. Da schauen wir uns mal eben hier um die Ecke noch um. Aber wir müssen da jetzt nicht auf Teufel komm raus hoch. So sieht das aus. Ja, und dann haben wir hier die 24 dran stehen. So ist es. Ja, das war jetzt hier alles von dem Woodham Park. Wir verlassen jetzt hier das Gelände wieder, beziehungsweise gehen wieder entlang hier der Weser, so dass wir da auch nicht irgendwie sagen können, oh, wir haben hier Zäune überschritten. Hier sind nämlich keine. Wir sehen uns an der dritten Stelle wieder. Bis gleich. Welcome to Upnor. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe euch ja bis jetzt alle Namen unten reingeschrieben. Auf jeden Fall haben wir hier einen wunderbaren, schönen großen Übungsplatz. Und der ist auch herrlich, einfach frei begehbar. Das ist hier so eine Art Hundeauslauf. Hier laufen auch, ja, wie gesagt, Hunde rum. Das gucken wir uns jetzt mal an. Da drüben ist ein wunderbarer Rewe. Da werde ich gleich auch noch was Schönes zu essen bekommen. Ja, gehört auf jeden Fall hier auch ins Video rein, ist ganz wichtig. Hier haben wir schon mal einen H. Das ist eine große Bushaltestelle, das kennt ihr ja von den Bushaltestellen, da steht immer so gelb mit H. Das ist hier auf dem Boden, damit man das nicht übersehen kann, ist das entsprechend in weiß so leicht reflektierend markiert. Also große Bushaltestelle mit kleinem Kreisverkehr. So, ja, also klar, das ist natürlich nur ein Schauberlandeplatz. Wir gehen hier weiter. Da hinten sehen wir schon Gebäude und ich weiß nicht, ob ihr das schon erkennen könnt, aber da ist schon nach vorne so eine kleine Struktur. Da geht es nach links ab Richtung Weserufer und das sind dann entsprechend diese Zufahrten. Und wenn ich da bin, schalte ich euch wieder dazu. Ha, hervorragend. Die Sonne im Rücken, da hat man den Schatten im Bild. Aber was soll's. Hier ist also von der Richtung kommend betrachtet, ausbetrachtet, der erste Zugang hier zur Weser. Und hier sehen wir auch schon direkt die Ausfahrtfläche da hinten. Die ist überhaupt nicht befestigt. Vielleicht war die auch nie befestigt, weil man hier vielleicht eine komplett andere Übungen gefahren hat, wie man an anderen Geländen eben gefahren hat. So, darüber könnte euch natürlich auch diese Hameln-Seite noch mehr Aufschluss geben. Wir haben das hier auch anders strukturiert. Wir haben hier keine gepflasterte Fläche. Wir haben hier also diese Betonplatten. So, der Dexter muss man eben einmal baden gehen. Und gleich ist er weg. Ja, dem ist ein bisschen warm noch von dem anderen Marsch gerade da. Und ja, so sieht das hier aus. Und wir sehen auch, die Weser führt mitunter richtig hohes Wasser, weil hier am Baum sind die typischen Grenzen, die man dann so erkennt. Ne, da oben hat sich noch Stroh verfangen und das ist, ja, was ist das? Also über 2 Meter auf jeden Fall von dem jetzigen Wasserpegel her. Ich mache euch mal eben hier so ein Ding, ob man das nur besser erkennen kann, wenn ich hier so stehe. Aber wahrscheinlich wirkt das von der Perspektive her nicht, weil ich so nah bin. Ja, auf jeden Fall ist hier ordentlich Wasser. Und das muss dann hier eigentlich, muss das Ganze, wenn das so hoch steht und ich mal so eine Linie ziehe, dann muss die ganze, ja, die Wiese bis zur Mitte ist sicherlich dann vollstehend mit Wasser. Gut, jetzt gehen wir noch mal weiter. Da hinten sehe ich noch was am Ufer stehen. Ob das hier noch von den Engländern ist, kann ich nicht sagen, aber das wird sich wahrscheinlich gleich ergeben.
Ja, ich denke schon. Das macht den Eindruck, jetzt von hier aus betrachtet, dass wir da die gleiche Struktur haben wie gerade bei dem Woodham Park. Diesen Beobachtungsturm, wie ich das genannt habe, dass der da entsprechend auch steht. Sieht aber so aus, als wenn da irgendwie Metall ist, wo einst Glas war. Jod, das erste Ding haben wir hier filmen. Und jetzt gehen wir hier diese Richtung weiter. Wir laufen hier auch einmal komplett rum. Dann landen wir nämlich da vorne wieder beim Rewe und naja, ihr wisst schon. Frühstück. Die zweite Einfahrt kommend aus der Richtung. Hier haben wir so Markierungen aufgestellt, die ich euch jetzt auch nicht deuten kann, die irgendwas auch mit den Wasserständen vielleicht zu tun haben, dass man daran was ablesen kann. Das ist durchaus denkbar. Hier geht es halt auch wieder nach unten zur Weser. Das schauen wir uns an. Ja, das Gebäude, da gehen wir gleich drauf ein. Und oh, hier sehe ich auch schon eine Strukturveränderung. Wir finden uns jetzt hier unschwer erkennen können, unten an der Weser wieder. Wir haben hier wieder die gleiche Struktur. Ich nehme an, der gesamte Platz wird aus diesen Betonplatten bestehen. Was einem hier auffällt, da werde ich gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Da vorne ist nämlich noch so eine Dame mit Hund, die wollte ich jetzt nicht stören bei ihrem Gassigang. Die ganze Geschichte, die gabelt sich hier. Wir kommen also von da oben und es ist hier nicht eine Einfahrt, es sind zwei Einfahrten. Wir sind einmal hier runtergegangen, so schräg, und befinden uns jetzt eben an dieser Stelle. Das kann ich euch auf der Karte auch noch mal eben kurz markieren mit den Pfeilen. Und wenn wir hier so schauen, wir sehen hier auch gar nichts auf der anderen Seite, wo man ausfahren könnte. Also hier, ich denke, diese eine Ausfahrt, die wir da vorhin gesehen haben, das ist mehr so eine Art Notausfahrt irgendwie, ne, wenn mal was ist und man ans andere Ufer rüber muss vielleicht, dass man da noch irgendwie die Möglichkeit hat. Sonst sieht mir das nicht so aus, als wenn das jemals da hinten befestigt gewesen wäre. Also sprich, hier hat man eine ganz andere Art von Übung auf jeden Fall gefahren. Aber wie gesagt, das könnt ihr sicherlich auf der Hameln-Seite sehen, denn auch dieser Übungsplatz hier ist da mit ein paar Übungen entsprechend dokumentiert worden. So, jetzt gehen wir noch mal eben da vorne zurück zu dem Hauptweg hier. Die Dame ist jetzt von dannen gezogen. Und dann kann ich euch hier die Einfahrt auch noch mal zeigen. Und dann machen wir auch gleich direkt den Schwenk auf diesen Beobachtungsturm, ja, den ich auf jeden Fall den Briten zuschreiben möchte. So sieht das hier aus. Hier haben wir eine sehr schmale Einfahrt mit schlafenden Entenpärchen. Ja, mehr gibt es nicht her. Ich möchte die da unten auch nicht weiter stören. Also auf zum Turm. Der Turm, oder beziehungsweise dass dieser auf so Stelzen steht, hat natürlich zweierlei Vorteil bzw. zweierlei Sinnhaftigkeit. Zunächst einmal kann man damit natürlich das Gelände besser überblicken, weil man eben hoch steht. Und zum anderen ist es natürlich auch aufgrund der Hochwasserlage gegeben, wenn man sowas niedriger baut, dann wird es ständig geflutet, macht also auch keinen Sinn. Ja, was uns hier auffällt an den Strukturen ist, die Treppe wurde entfernt. Hier wurde auch Baudraht, Bauzaun wurde hier, wie heißt das denn nochmal? Matte, Drahtmatte, glaube ich, ne? So irgendwie, egal, wurde hier angebracht, damit man da auch nicht hochklettert, und die ganzen Dinger wurden hier mit entsprechenden Verbundplatten zugemacht. War wahrscheinlich auch schon alles komplett durchrandaliert, die Geschichte hier, gehe ich mal von aus. Und der Boden ist auch hier durchrostet. Ja, schönes Ding. Eine Nummer kann ich jetzt hier dran nicht mehr irgendwo ablesen. Scheint nicht mehr vorhanden zu sein. Hier steht nur noch so ein komischer Strom- oder Telefonmast, der wie es nicht so alt aussieht, aber wer weiß, vielleicht hat er auch irgendwelche Naturschutzgründe. Ne, ist auf jeden Fall Telekom irgendwie. Gut, egal. Labarababa. Wir gehen jetzt zu dem Haus, aber bevor wir da hingehen, damit ich mir jetzt einen Weg spare, gehen wir hier vorne zu der von mir aus gesehen dritten Stelle und gehen dann da hoch und sehen uns da oben an dem, ja, ich weiß es nicht, Hauptkontrollhaus wieder.
Und da sind wir auch schon. Ich erkenne hier die Parallele. Oh, jetzt wird es spannend. Hier haben wir doch eine Ausfahrt. Die haben wir auf der anderen Seite gerade nicht gehabt. Aber hier ist eine. Sehr schön. Ja, die kann man wahrscheinlich auch auf den Luftaufnahmen sehen. Die habe ich mir jetzt im Vorfeld nicht noch mal genauer beguckt. Aber halten wir fest, da hinten ist definitiv eine Ausfahrtsstelle. Macht natürlich auch eigentlich keinen Sinn, wenn man hier nur da oben eine hat und hier unten die Fließrichtung ist hier Richtung Norden, denke ich, ist das. Wenn man da keine hat, macht das irgendwie auch keinen Sinn. Also zwei sind schon sinnvoll, aber es spricht auch dafür vielleicht, dass man dann doch hier die eine oder andere Überquerung auf jeden Fall doch geübt hat. So, bla bla bla, habe ich euch hier gezeigt. Diese Wasserstands- oder diese Pegelmesser, nenne ich die jetzt mal. Wobei ich denke, dass es welche sind. Wer das aber besser weiß, ab in die Kommentare damit. Die sind hier ein bisschen besser erhalten. Man sieht hier noch die Farbe bzw. das Rot-Weiße ganz gut erkennbar im Gegensatz zu den anderen. So, noch ein letzter Blick zurück und dann begeben wir uns jetzt zu dem Haus. So, left is the building. And right hand we got also some wood sticks that are sticking in the earth. Und jetzt weiß ich auch warum. And now I finally know why. Because I think this was a telephone line from this watch building up to this, I don't know, headquarter building. Gut, hören wir auf mit dem Englischgesabbel. Das macht irgendwie auch keinen Sinn, weil ich die Fachbegriffe nicht kenne. Die sehen gar nicht so alt aus, die Teile. Ich denke, dass die noch relativ, ja, kurz bevor die Briten hier abgezogen sind, dass das vielleicht noch mal erneuert wurde, das Ganze. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass es sich hier ganz einfach um eine Telefonleitung handelt, die eben entsprechend von dem Häuschen dann bis hier nach oben führte. Hier oben ist ja auch noch so ein Teil und dann wird es da irgendwo in der Hauswand verschwunden sein. Da ist so ein Anschlusskasten auch. Ja, zu dem Gebäude, da vermag ich euch natürlich jetzt auch nichts zu sagen. Vielleicht findet man auch noch eine Beschreibung auf dieser Hamelner Seite. Das ist hier alles auf jeden Fall auch gesichert. Ich nehme an, dass die Gitter, könnte ich mir vorstellen, waren da schon immer dran. Aber da hat man hier den Eingang ja mit entsprechendem Bauzaun verriegelt. So sieht das hier aus. Ein schlichter Zweckbau, auch nochmal leicht erhöht zum Zwecks Hochwasserschutz. Auf der hinteren Seite befindet sich gar nichts, aber immerhin ein Strahler, der hier die Umgebung dann ausgeleuchtet hat. Wir gehen einmal komplett rum, damit wir das auch wirklich in seiner Gänze hier haben, das Teil. Ja, hier ist auch noch mal so ein Strahler angebracht. Und jetzt verlassen wir dieses Gelände. Ich glaube, hier kommen auch keine Einfahrten mehr. Also sprich die Einfahrt hier links, da sind wir ja gerade hochgekommen. Und hier haben wir dann noch mal eine große Fläche, ja, zur Bereitstellung von Kfz gehe ich von aus. Hier konnte man seine Übungen dann entsprechend vorbereiten und so weiter. So ein Sammelraum. Ja, und dann ist man dann von hier aus losgefahren an die entsprechenden Stellen und hat dann dort seine Übung gemacht. Prima. Da gehen wir jetzt einfach mal bis zum Ende durch und wenn mir da noch irgendwas auffällt, filme ich euch das noch. Ja, das war jetzt ein bisschen Schnellschuss mit der Aufmarschfläche oder dem Abstellraum. Wird hier sicherlich irgendwie gewesen sein. Wir haben hier auch noch mal Bodenmarkierungen, die auch so alt aussehen. Die waren bestimmt auch zu Zeiten der Briten schon da oder die haben die entsprechend angelegt. Wir haben hier immer noch, und das ist jetzt halt auch meiner mangelnden Vorbereitung geschuldet, eine Einfahrfläche und in dem Bereich da hinten auch noch mal eine. Da gehen wir jetzt nicht komplett runter, weil ich glaube nicht, dass wir da jetzt auch noch irgendwas Dolles sehen. So sieht das dann grob aus. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch nichts, wo man rausfahren könnte. Ja, so. Ja, hier vorne hat so ein Wasserablauf, ne? So eine Ablaufrinne, die haben wir auch vor jeder Einfahrt. Und jetzt gehen wir noch mal eben zu der letzten rüber und dann machen wir noch ein ganz kurzes Resümee. Also das nimmt hier überhaupt kein Ende. Wir haben hier auch noch mal wieder so eine breit aufgehende Struktur. Die letzten drei, glaube ich, die waren ja so schmale Einfahrten.
Und ja, die erste oder die zweite, wie war das? Die erste, die war auch, glaube ich, so breit. Die ist auf jeden Fall auch sehr schön erhalten hier. Hier liegt ja, Kanonenrad oder so, kein Schlamm, der hier irgendwas versaut. Hier wird es auch, das wird hier auch scheinbar noch irgendwie gepflegt. Wir sehen hier ziemlich abgestochene Rasenkante. Also ja, das wird hier auf jeden Fall irgendwie in Schuss gehalten, dieses Teil. Es ist sogar so, dass wir hier noch eine weitere haben. Wir kommen ja von da vorne. Jetzt haben wir hier vorne noch eine. Junge, Junge, Junge. Da gehen wir auch noch mal kurz gucken. Oder, was ist das? Oh, guck mal hier. Das ist ja auch eine spannende Sache. Hier haben wir noch, das ist auch noch mal wieder ein bisschen anders. Hier haben wir noch so eine seitliche Struktur. Mein Gott, wie heißt das denn noch mal? Ja, wie im Hafen halt, ne? So eine, ich muss mal gucken. Also mir fällt jetzt der Begriff dafür nicht ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Diese Einfassung hier, links wie rechts. Da gibt es irgendeinen Fachbegriff gibt es dafür. Das ist natürlich auch nochmal, sieht natürlich auch nochmal richtig toll aus. Aber letzten Endes ist das ja dafür da, dass hier diese Böschung befestigt wird. Dass das sich vielleicht nicht so abnutzt, abträgt. Cool. Das wäre dann hier jetzt so gesehen die letzte Einfahrt auf diesem Gelände. Und hier vorne haben wir schon ein Tor. Das gucken wir uns auch noch mal eben kurz an. Hier ist noch mal so ein bisschen Beton. Da hinten geht noch mal irgendwie so ein ganz kleiner Stich ab. Hier haben wir eine Einfahrt. Das wird dann auch die Hauptzufahrt hier gewesen sein. Und hier haben wir noch mal auch so eine kleine geteerte Fläche. Ja, den Sinn und Zweck kann ich euch auch nicht vermitteln, aber irgendwie irgendeine Art eine Abstellfläche ist das. Ja, und jetzt verlassen wir hier diesen Bereich auch schon wieder. Ach Mann, ja, der Hund nervt mich gerade ein bisschen. Das hier war der Upnor-Park. Und damit haben wir die 3 Flussübungsplätze oder Wasserübungsplätze der britischen Armee in Hameln begangen. Ne, das ist jetzt ein bisschen, ja, das ist nicht das Spektakulärste gewesen, aber dennoch, denke ich, hat man da ganz schöne Eindrücke gehabt, auch in Kombination mit den Luftaufnahmen. Konnte man sich das Ganze hier doch mal ein bisschen vorstellen, wie groß das aussieht. Und ich finde auch immer, aus der Luft sieht sowas auch immer ganz interessant aus. Ja, wir machen uns auf den Heimweg. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst gerne ein Abo da oder einen Kommentar und ein Like fürs Video. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn es heißt Joshua Dexter auf Tour. Bis dahin. Ciao, Kakao. Und damit herzlich willkommen nach Kilometer 42,3 bei eurem Rewe-Markt des Vertrauens, Dennis Maul. Mega!